Also guten Tag zusammen. Wir sind sehr zufrieden, Sie heute online zu unserer dritten PRISM-Schulung zu sehen. Also diese Schulung ist über meine kreativen Inhalte in sozialen Netzwerken monetarisieren. Zu beginnen werde ich eine ganz kurze Präsentation von PRISM machen und dann werden wir eine Präsentation haben. Also PRISM ist ein Wirtschaftsentwicklungsprogramm des Kantons Wallis zur Unterstützung und Förderung der Kreativ- und Kulturindustrien. Im Ganzen gibt es 14 Kreativ- und Kulturindustrien. Hier seht ihr die 14, zum Beispiel Design, Werbung, was mit Musikindustrie zu tun hat, Mode, Presse, Kunsthandwerk, digitale Kreation und so weiter. In unserem Programm gibt es 3 Schwerpunkte. Also zuerst sensibilisieren. Also das ist zum Beispiel Projektaufrufe. Wir haben schon 2 fertig und haben jetzt noch ein drittes. Und wir haben auch Thementage und Schulungen, wie zum Beispiel heute ist eine Schulung. Wir haben schon 2 andere gemacht dieses Jahr und Thementage haben wir ein gemacht. Dann begleiten, das ist unser Kerngeschäft. Wir begleiten Unternehmen durch Coaching und auch mit Zugang zu Spezialisten. Und das letzte ist beschleunigen. Wir können Projekten einen finanziellen Schub geben zum Beispiel und auch die Förderung intersektoraler Zusammenarbeit. Also die PRISM-Schulungen, das Konzept im Überblick. Also wir wollen immer ein Thema ins Zentral tun. Dann ist es immer ein kurzes und hybriden Format, also immer 1 bis 2 Stunden, entweder vor Ort oder online. Und das ist eine ideale Gelegenheit für euch, die Kompetenzen zu vertiefen und auch ihr Netzwerk zu erweitern. Und dann gibt es immer die Aufzeichnung online, damit Sie nach der Schulung wieder das wieder sehen könnt und dass auch die Leute, die heute nicht da sind, das noch sehen können. Also jetzt werden die Redner des Tages übernehmen, Miriam Tufan und Sandro Kops. Ja, dann auch von unserer Seite Hallo zusammen. Hallo. Vielen Dank, dass ihr heute da seid. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Miriam Tufan. Ich bin Leiterin der Kreativagentur OHO im Oberwallis. Wir sitzen in Eiholz. Wir fokussieren uns auf Kommunikation für Gen Z und Gen Alpha und machen in dem Zuge auch viel Social Media Marketing, haben selber viele Creator in unseren Reihen und ja, freuen uns, euch heute was zur Monetarisierung kreativer Inhalte in sozialen Netzwerken vorstellen zu können. Mein Name ist Sandro Kops. Ich bin angestellt in der OHO GmbH als Content Specialist. Ich mache privat auch Content, aber zu dem kommen wir nachher gleich kurz. Und ja, ich glaube. Machen wir weiter. Gut, super. Also, in den nächsten 30 Minuten sprechen wir gemeinsam über das Thema Creator Economy. Das ist eine globale Bewegung, die uns auch hier in der Schweiz betrifft. Es soll aber nicht nur um Creator bzw. Influencerinnen und Influencer gehen, sondern um alle, die kreativ arbeiten, um alle, die etwas beizutragen haben, die kreativ schaffen und etwas erschaffen. Das können Illustratorinnen sein, PodcasterInnen, Etsy-Seller, Streamer, AutorInnen oder eben Content Creator jeder Art. Und dadurch, dass es so ein globales Phänomen ist und stetig wächst, ist das Thema Creator Economy auch für uns eine riesige Chance hier in der Schweiz. Und wir möchten euch heute einen Überblick geben, was bedeutet das, wer sind überhaupt Creator, wie können wir das Ganze monetarisieren, was für Modelle gibt es, was für Regeln gibt es, was für Strategien gibt es
Und ja, wir gehen die Plattformanforderungen ganz kurz durch. Wir sprechen über Community-Aufbau, über Authentizität, ein bisschen auch über rechtliche Grundlagen. Das ist aber nicht unser Main-Gebiet. Und natürlich wollen wir die Frage beantworten, wie kombiniere ich die Modelle so, dass wirklich Einkommen am Ende des Tages entsteht. Also, dass wir euch ein paar klare Handlungsempfehlungen und auch Einblicke aus der Praxis von Sandro mit an die Hand geben können. Vielleicht zur ersten Frage, wer zählt überhaupt als Creator? Beim Begriff Creator denken viele natürlich als allererstes an Influencer. Das ist aber gar nicht so. Also natürlich sind Influencer auch Creator, aber das ist nur ein kleiner Teil der Creator Economy. Creator sind eigentlich alle Menschen, die digitale Inhalte oder auch physische Inhalte produzieren, können auch digitale Produkte sein, die sie am Ende veröffentlichen. Das heißt IllustratorInnen, Etsy-Seller, DesignerInnen, FotografInnen oder VideografInnen, PodcasterInnen, StreamerInnen, AutorInnen und Social Media Creator auf TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn sogar auch. Da gibt es jede Menge. Also mit Sicherheit kennt ihr den einen oder anderen, der vielleicht auch schon mit digitalen Inhalten Geld verdient. Wie sieht's aus? Der globale Markt und die Trends. Also gerade am Anfang ist es sicher wichtig, dass wir das mal grob einordnen. Warum sprechen wir überhaupt von Monetarisierung? Und da wird das Bild relativ klar, wenn wir uns die allgemeinen Werbeausgaben einmal anschauen. Die Creator Economy ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. 2021 zum Beispiel lagen die US-Werbeausgaben für die Creator Economy noch bei knapp 14 Milliarden US-Dollar. 2024 waren es schon fast 30 Milliarden und 2025 erwarten wir über 37 Milliarden US-Dollar Ausgaben in der Creator Economy. Und das ist wirklich nur rein der Werbebereich. Wenn man digitale Produkte, Streaming, Mitgliedschaften und so weiter dazu rechnet, dann steigt der globale Markt von derzeit rund 205 Milliarden Dollar auf geschätzte 1,3 Billionen Dollar bis 2033. Das ist eine Annahme, mit der wir arbeiten. Entsprechend haben wir Wachstumsraten, von denen viele Branchen nur träumen können. Und weltweit gibt es inzwischen über 200 Millionen Creator, die sich genau dieses Phänomen zunutze machen. Also kein Hobby mehr, sondern es ist wirklich eine ernstzunehmende Industrie, in der wir uns hier bewegen und auch ein ernstzunehmender Weg, Geld zu verdienen mit seinen kreativen Inhalten. Und wenn wir uns jetzt die Schweiz anschauen, dann sind wir natürlich im Vergleich zur gesamten Welt oder auch zu Amerika ein kleines Land, aber das heißt nicht, dass wir hier keine Relevanz hätten als Creator. Der Schweizer Influencer-Markt liegt 2025 bei rund 121 Millionen Franken. Das ist im Vergleich zu den 4 Milliarden, die in der Schweiz ausgegeben werden, jährlich für Werbung, natürlich noch ein relativ kleiner Bereich, aber auch der wächst. Was besonders hier ist, natürlich ist, wir sind ein Nischenmarkt, wir haben verschiedene Sprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch. Das ist natürlich sehr gestückelt. Wir haben kleine Communities, es ist einfach sehr oft sehr lokal geprägt, was hier passiert. Aber das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern natürlich auch eine Chance, weil man einfach so viel mehr Nähe zu seinen Communities entwickeln kann, was auf einem globalen Markt gar nicht der Fall ist. Und was die Influencer-Kategorien angeht, die wir vorhin angesprochen haben, da haben wir grundsätzlich Freizeit-Creator, Semi-Professionals und Profis. Viele in der Schweiz bewegen sich irgendwo zwischen Semi-Professionell und Profi. Und ab dem Bereich auch ungefähr beginnt das Ganze spannend zu werden. Deswegen kommen wir jetzt zum Thema Monetarisierungsmodelle. Da haben wir im Prinzip 6 verschiedene Modelle unterschieden. Die greifen manchmal ein bisschen ineinander, aber die 6 möchten wir euch heute vorstellen. Der Schlüssel des Ganzen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ist die Kombination aus allem. Es ist nicht so, dass ihr sagt, ich suche mir jetzt ein Kernmodell raus und werde nur damit meine Inhalte monetarisieren, sondern es funktioniert, indem man von allem so ein bisschen sich nimmt und schaut, was am besten funktioniert für einen. Die verschiedenen Modelle sind Werbung und Sponsoring, Abos und Memberships, digitale Produkte und Online-Shops, das Thema Schreiben und Publizieren, Podcasts und Audioformate und Streaming und Gaming. Starten wir mit Werbung und Sponsoring. Werbung und Sponsoring sind vermutlich das bekannteste Monetarisierungsmodell, wird allerdings in der Praxis oft falsch eingeschätzt. Viele denken, das sei nur was für große Influencer, nur mit richtiger Reichweite kann ich was verdienen. Es ist aber nicht so, dass man erst 500.000 Follower haben muss, bevor man überhaupt an solche Kooperationen denken kann. Vielleicht schauen wir uns als allererstes mal die Sponsored Posts an. Hier bezahlt
eine Marke dich dafür, dass du Content für ein bestimmtes Produkt erstellst. Also schicken dir einen Staubsauger zu, du beurteilst das Produkt und erzählst deiner Community davon, wie dir das gefällt. Wichtig ist dabei, dass nicht mehr oder zunehmend nicht mehr wichtig ist, wie viele Follower dahinter stehen, sondern wie gut das Produkt zu der Zielgruppe passt. Wenn ich eigentlich Travel-Content mache und schöne Reisebilder poste und generiere und Fotografin bin, dann interessiert sich niemand in meiner Community für einen Staubsauger. Das bedeutet also, man achtet inzwischen viel mehr darauf, nicht auf die Reichweite, nicht auf die Größe, nicht auf die Followerschaft von bestimmten Profilen, sondern wie gut passt der bisherige Content zu meinem Produkt. Das ist auch etwas, worauf Marken viel mehr Wert legen, damit das Ganze authentisch bleibt, weil natürlich das klassische Influencer-Marketing ein Stück weit in Verruf geraten ist. Und inzwischen ist es auch so, dass viel kleinere Influencer angefragt werden, eben weil die Community oder die Nähe zur Community vielfach gegeben ist und bei größeren Influencern geht die einfach Stück für Stück verloren. Also viel wichtiger ist im Prinzip, dass nicht nur die Brand zum Creator passt, sondern eben auch die Brand zur Followerschaft des Creators passt. Genau. Als nächstes schauen wir uns das Thema Affiliate Marketing an. Affiliate Marketing bedeutet, ich empfehle meiner Community ein bestimmtes Produkt und pro Klick oder pro Verkauf bekomme ich einfach eine Provision. Das kann Software sein, das kann aber auch wirklich ein Amazon-Produkt sein, das kann ein Buchungslink für ein bestimmtes Hotel sein. Da gibt es verschiedene Programme, da gibt es einzelne Plattformen, auf denen man sich für verschiedene Affiliate-Programme bewerben kann. Oder viele, wie zum Beispiel Airbnb oder Booking.com, haben auch ihre eigenen Affiliate-Programme, bei denen man sich bewerben kann. Genau. Und als letztes in der Kategorie Werbung und Sponsoring haben wir die YouTube-Ads. Das ist relativ einfach. Über Google Ads kann ich dort vor meine Videos einfach Werbeplätze vergeben und kann so passiv, wenn ich ein Video uploade, durch die Video-Watches, durch die Watch-Hours und Time generell Geld verdienen. Nochmal zurück. Was wir hier an Chancen und Herausforderungen haben, man kann sofort anfangen. Also wir können sofort anfangen, einfach Inhalte auf Social Media zu erstellen und können dann verschiedene Companies angehen, verschiedene Brands angehen und ihnen unsere Reichweite oder unseren Content zur Verfügung stellen und können sagen, hey, wir finden eure Marke cool, wir würden gerne jetzt für euch etwas produzieren und das auf unseren eigenen Kanälen veröffentlichen. Nischen bringen grundsätzlich immer mehr Geld, weil wenn dort besser geklickt wird. Und was man vielleicht noch dabei sehen muss, eine Herausforderung ist natürlich, dass man schnell überkommerzialisiert. Also wenn ich direkt meinen Account starte und ich möchte nach 3 Posts, die ich veröffentlicht habe, direkt einen Sponsored Post in meiner Timeline sehen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die Authentizität und die ehrbaren Absichten, die ich bestenfalls habe, dass die von meiner Community ein Stück weit angezweifelt werden. Also hier ist es eigentlich besser, ein Stück weit zu warten und zu sagen, ich baue mir meine Community auf, gewinne ihr Vertrauen und dann werde ich meine Fotos oder meine Videos dafür nutzen, damit Geld zu verdienen. Genau. Als nächstes kommen wir zu den Abos und Mitgliedschaften. Das ist eigentlich fast etwas Ähnliches. Es beruht aber viel mehr auf Langfristigkeit. Es geht nicht darum, dass ich einen Post mache, für den mich jemand bezahlt, sondern ich mache viele Posts, viel regelmäßigen Content, viele Podcasts. Es kann im Prinzip alles sein. Und lasse mich dafür bezahlen, aber nicht, also im Gegensatz zu dem vorherigen Modell, nicht von Brands, die mich für meine Reichweite zahlen, sondern von meiner Community selbst. Das heißt, ab 10.000 Followern zum Beispiel kann man bei Instagram Subscriptions einfordern. Ich kann meine Inhalte auf Patreon stellen, da gibt es einfach verschiedene Abo-Modelle. Da können mir Leute aus meiner Community für meine Inhalte, das können Illustrationen sein, das können Texte sein, das können Fotos sein, die ich hinter einer Paywall verstecke und sage, zahl mir 1 bis 5 Franken pro Monat und dann bekommst du regelmäßig Zugang zu meinen exklusiven Inhalten. Auch auf YouTube funktioniert das so. Ko-fi ist ein ähnliches Modell und auch Substack ist gerade für Texte und für Podcasts speziell eine Plattform, auf der man seine Inhalte monetarisieren kann.
Es ist sicher gut, wenn ich weiß, wie viele Abonnenten ich habe. Ich kann meine Einnahmen relativ klar planen. Ich muss nicht immer wieder neu nach Kooperation und Sponsorings suchen. Meine Nähe zur Community zahlt sich natürlich extrem aus. Wenn jemand bereit ist, mir einen Franken pro Monat für meine Inhalte zu zahlen, dann ist er mir schon sehr, sehr nah. Also ich hab einen sehr großen Einfluss auf diese Person in meiner Community. Herausfordernd ist aber natürlich, dass ich regelmäßigen Content liefern muss. Wenn ich nicht jede Woche was Neues bringe, wird meine Community relativ schnell gelangweilt sein und abspringen und sich fragen, wofür sie eigentlich den Franken im Monat zahlt. Das heißt, da muss ein sehr häufiger Output einfach gegeben sein. Dann haben wir natürlich noch das Thema digitale Produkte und Shops. Das ist vor allen Dingen für die interessant, die Vorlagen erstellen, die illustrieren, die designen, aber auch für Fotos oder Videos ist das ein Thema. Da gibt es verschiedene Plattformen, auf denen ich meine Produkte anbieten kann. Ich denke, Etsy ist eine ganz bekannte Plattform. Da kann ich Sticker, Templates, Printables, alles Mögliche hochladen, Merch. Generell digitale Downloads kann ich anbieten, auch Vorlagen natürlich zum Beispiel für Social Media gibt es viele Grafikvorlagen, die ich dort hochladen kann und ja, mit denen ich Geld verdienen kann, wenn Leute sie kaufen. Das ist natürlich relativ gut, da einmal viel Arbeit zu investieren, weil am Ende profitiert man von einer relativ hohen Marge. Wenn sich das gut verkauft, das Produkt, dann habe ich einmal die Arbeit gehabt, profitiere aber längerfristig davon. Ich kann natürlich auch zum Beispiel über Stock-Plattformen wie Adobe Stock, da kann ich meine Fotografien hochladen, wenn ich Stockfotografien mache und kann am Ende Lizenzeinnahmen generieren über solche Plattformen. Genau. Kannst weitermachen? Und zuletzt kommen wir noch zum Thema Schreiben, Podcasts und Streaming. Das ist jetzt in einer Kategorie zusammengefasst, weil es alles auf einem gemeinsamen Nenner beruht, und zwar, dass ich deine Community sehr lange und überdurchschnittlich lange im Vergleich zum Beispiel zu sozialen Medien mit deinen Inhalten befasst. Also Podcasts gehen in der Regel 20 bis 60 Minuten, ein YouTube-Video läuft 30 bis 60 Minuten, gewisse Artikel, die ich lese, lese ich 10 bis 15 Minuten. Also es geht darum, dass sich deine Community sehr intensiv mit deinen Inhalten beschäftigt. Das sorgt dafür, dass sie dann natürlich auch sehr stark an dich gebunden sind. Hier hat man festgestellt, dass wiederkehrende Formate am besten funktionieren. Das gilt für alle drei Kategorien. Und da gibt es natürlich verschiedene Plattformen auch, wie jetzt beim Schreiben ist es Medium. Dort wird nach Lesezeit vergütet. Substack, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, da kann ich Newsletter versenden, in denen es um meine Podcasts oder eben um meine Artikel geht. Für Podcasts gibt es inzwischen auch auf Spotify die Abo-Funktion, die ist relativ neu, verhältnismäßig neu, aber auch da könnte ich zum Beispiel Patreon nutzen, um Bonusfolgen, Merch oder ähnliches hinter der Paywall eben zu verstecken und zu sagen, ab Betrag X bekommst du folgendes Goodie oder folgende Bonusfolge von mir zu hören. Für Twitch oder generell Gaming und Streaming habe ich noch Sandro mitgebracht. Und der wird euch jetzt ein bisschen was zu dem Thema erzählen. Genau. Also ich streame seit über 4 Jahren jetzt auf Twitch, eher für eine kleine Community, aber die ist trotzdem präsent. Und jetzt gebe ich kurz einen Erfahrungsbericht, wie das Ganze zustande gekommen ist und wo schlussendlich auch das Geld herkommt. Ich habe das jetzt in 3 kurze Stufen eingeteilt, also was funktioniert, welcher Content, wo entsteht das Geld schlussendlich und natürlich meine Erfahrungen. Genau. Wer bin ich? Ich bin Sandro, genannt Sandro auf den Plattformen. Ich bin seit über 4 Jahren in dieser Social-Media-Welt unterwegs, auf verschiedensten Plattformen wie TikTok, Instagram, Twitch und mache auch User-Generated Content, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Genau, also man muss auch unterscheiden, auf Twitch kann man auf verschiedenen Wegen wie monetarisieren. Das bedeutet, wir haben die Kategorien Subs, Bits, Donations und allgemein als Affiliate und Werbung. Bei den Subs geht's also abgesehen von, also, nee, sorry. Die Subs haben keinen Mehrwert auf Twitch. Es gibt keinen direkten Mehrwert wie bei Patreon. Bei Patreon hat ja Miriam gesagt, man schaltet wie Content frei, den man exklusiv sehen kann. Auf Twitch ist das nicht so. Als
Subscriber hast du eigentlich nur den Vorteil, du musst zum Beispiel keine Werbung vor dem Stream anschauen. Du hast exklusive Emojis, die du im Chat nutzen kannst, aber eigentlich gibt es keinen richtigen Vorteil oder Exklusivität, über die du dann verfügst, sobald du ein Abo abschließt. Das ist eher einfach aus dem Sinn, hey, ich finde diesen Typen nice, ich will den einfach supporten. Das ist wirklich nur aus dem Hintergedanken, ich will einfach nur supporten, das ist eigentlich alles. Bits ist eine digitale Währung, die auf Twitch präsent ist. Also das ist eigentlich, du kannst die Bits kaufen, die sind nicht 1:1. Also ich glaube irgendwie 100 Bits sind 1 Franken und die kann man dann cheeren, sagt man dem, also spenden. Und der Creator bekommt davon mehr, als wenn du Geld spendest. Und darum kommen wir kurz zu Donations. Die sind in der Schweiz eigentlich relativ irrelevant, weil die meisten Leute in der Schweiz kein PayPal haben, die zwischen 14 bis 18 Jahre alt sind. Die haben kein PayPal, daher fällt diese Einnahmequelle fast weg, außer man richtet etwas mit Twint ein. Das Problem da ist einfach, dass es noch keine Verlinkung gibt, dass die Donation im Stream angezeigt wird, was meistens der Anreiz dahinter ist. Also wenn man einen großen Streamer etwas donatet, dann hat man ja wie die Absicht, dass der Streamer zum Beispiel seine Nachricht vorliest oder den Namen sagt, und durch das, dass keine Notification an den Streamer versendet wird, fehlt ja dieser Anreiz komplett. Außer man will einfach supporten, wie bei den Subs, aber das ist eher ein bisschen im Hintergrund. Als Affiliate beschreibt man jeden und jede, die auf Twitch streamt und das Geld verdienen kann. Also man muss eine gewisse Anzahl von Stunden gestreamt haben, man muss eine gewisse Anzahl von Followern haben und man muss einen Streak von Streams haben. Also ich glaube, Stand jetzt ist es 4 bis 8 Stunden. 4 bis 8 Stunden gestreamt, genau. 40 Follower und glaube einen Streak von 4 Tagen, oder? Mhm. Ah nein, okay. Als ich damit angefangen habe, musstest du 7 Tage am Stück streamen für 5 Leute im Durchschnitt und über 100 Follower verfügen. Also eine kleine Hürde eigentlich. Mit Ads meine ich rein nur das, was von Twitch ausgespielt wird. Also als Creator auf Twitch hast du eigentlich, sobald du Affiliate bist, die Möglichkeit, durch Werbeeinnahmen Geld zu verdienen. Diese beziehen sich, keine Ahnung, auf so maximal einen Rappen pro 10 Leute, die diese Werbung angeschaut haben, zum Beispiel. Darum, das ist eher interessant für Leute, die sehr, sehr viele Leute haben, die zuschauen. Und am Schluss habe ich Sponsorings in Orange, weil Sponsorings nicht auf Twitch selber entstehen, sondern extern. Und da kommen wir jetzt kurz dazu. Meine Learnings sind natürlich, dass nur wenn man live ist, generiert das keine Reichweite. Die Reichweite muss extern gebraucht werden. Also Twitch selber hilft nicht bei einer größeren Reichweite, sondern die Inhalte, die man macht, indem man live streamt, muss man auf anderen Plattformen ausspielen. Das zieht nach sich, dass die Community eher langsam entsteht. Also durch die wiederkehrenden Inhalte, wie Miriam gesagt hat, kommt natürlich auch diese Community, aber der Funnel, den man schlussendlich hat von Leuten, die den Clip auf Twitch sehen und dann auch wirklich Entschuldigung, die den Clip auf TikTok sehen und dann wirklich auf Twitch gehen und vielleicht noch einen Tag erwischen, wo ich live bin, ist relativ klein. Aber eben, das Wachstum kommt schlussendlich wirklich extern. Wie gesagt, Clips bringen Reichweite, also der Shortform-Content ist eigentlich wirklich der Key zu der Monetarisierung auf Twitch. Eben TikTok, Reels, Shorts, was auch immer, und die Clips bringen einfach die Leute dazu. So, that's it. Die echte Monetarisierung passiert aber tatsächlich mit diesen Clips und nicht auf Twitch selber. Weil wenn man nur auf Twitch streamt für sich selbst und vielleicht die 10 oder 15 Leute, die zuschauen, generiert man A eben nicht mehr Reichweite und B kommen auch keine Partner zum Beispiel auf dich zu. Daher, wenn man diesen Content auf den anderen Plattformen ausspielt, zeigt Twitch natürlich deine Persönlichkeit, was für eine Brand, wie Miriam vorhin auch gesagt hat, viel attraktiver ist. Weil auch wenn man ein kleinerer Creator ist, hat man die bessere Community in den meisten Fällen, und es kommt auch darauf an, dass eben die Community zu der Brand passt, die dich wirklich anfragt. Da haben wir diese UGC-Jobs, und User-Generated Content bedeutet eigentlich nur, dass es ja von einem Benutzer gemachten Videos sind. Also das ist keine, hey, dieses Produkt ist so super, kauft das alle 20% Rabatt, sondern eher einfach ein Video, wie man dieses Produkt benutzt, und einfach wirklich
gut findet. Und das ist der Ort, wo das echte Geld entsteht und nicht auf Twitch selbst. Die Key Takeaways sind daher, die Key Takeaways sind da einfach, direkt auf Twitch hat man eher ein kleines Einkommen. Also durch die 80 Subs generiert man im Monat 250 Franken vielleicht. Oder ja, 250 Franken im Monat mit 80 Subs, was relativ viel ist, wenn ein Abo zum jetzigen Zeitpunkt 9 Franken kostet, weil man als kleiner Creator einfach nicht die 100% eines Abos bekommt. Wachstum passiert nur durch Clips und externe Plattformen und Monetarisierung entsteht allgemein außerhalb von Twitch. Genau. Gut, ja, danke für den Einblick. Sandra hat es gerade schon kurz erwähnt. Es gibt einfach Plattformen, die eine relativ hohe Einstiegshürde haben. Es gibt aber auch Plattformen, die eine relativ niedrige Einstiegshürde haben. Twitch hat es vor kurzem einfach ein bisschen runtergestuft, die Einstiegshürde. Wir schauen uns aber jetzt mal an, wie sieht es denn überhaupt aus? Was muss ich mitbringen, damit ich auf verschiedenen Plattformen meine Inhalte monetarisieren kann? Und das erste, was wir hier haben, ist TikTok. Da ist es so, dass man 10.000 Follower mitbringen muss und 100.000 Views, damit man in das Creator-Programm aufgenommen wird. Das ist allerdings so, dass das momentan noch nicht in der Schweiz verfügbar ist, in Deutschland schon, aber in der Schweiz ist das noch nicht verfügbar. Es ist aber sicherlich interessant, das auf dem Schirm zu haben, falls es doch irgendwann mal hier vor Ort verfügbar sein wird. Instagram hat vor relativ kurzer Zeit auch Subscriptions eingeführt. Die sind erreichbar ab 10.000 Followern. Das heißt, da muss man schon mal ein bisschen investiert haben, Arbeit und Zeit und vielleicht auch Geld, um an diese Follower zu gelangen, damit man sie überhaupt monetarisieren kann. Und auch bei YouTube ist es so, da braucht man 500 Abonnentinnen und 3.000 Watchstunden oder 3 Millionen Views auf YouTube Shorts. Das heißt, die oberen drei sind sind mit relativ hohen Einstiegshürden verbunden. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, auf anderen Plattformen direkt einzusteigen. Patreon zum Beispiel, ab 0 Fans kann man einfach eröffnen, loslegen. Substack auch 0. Etsy, auch dort kann man direkt starten. Gumroad ist auch eine ähnliche Plattform. Twitch ist, wie gesagt, jetzt geringer geworden oder niedriger geworden, die Einstiegshürde. Und da zeichnet sich das so ein bisschen ab, was Sandra schon gesagt hat. Natürlich kann ich jetzt auf Substack oder auf Patreon direkt mein Profil eröffnen und kann meine Inhalte hinter Paywalls verstecken. Aber wenn ich die nicht bewerbe, dann wird niemand auf mein Patreon-Profil kommen. Das heißt, das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ich muss mein Instagram-Profil weiterhin befüllen, auch wenn ich noch keine 10.000 Follower habe, um die Follower, die ich eben habe, aufmerksam zu machen auf meine Patreon-Inhalte zum Beispiel. Eine Möglichkeit wäre auf Instagram meine Kunst, die ich mache, digitale Kunst zum Beispiel, teilweise for free zu zeigen, behind the scenes, ein Entstehungsprozess von gewissen Bildern oder von Stickern. Und am Ende sage ich, hey, jetzt verlinke ich euch in meiner Bio auf Plattform XY, beispielsweise Etsy, dort könnt ihr die Sticker erwerben. Oder auf Patreon, wenn euch das gefällt, was ihr von mir seht, findet ihr dort noch mehr. Das gleiche gilt für Podcasts, auch auf Spotify. Kann ich meinen Podcast einfach hochladen, um gefunden zu werden und kann dann sagen, wenn es euch gefällt, dann unterstützt mich doch mit einem kleinen Beitrag über Patreon oder eben über die Spotify Subscriptions. Genau. Das ist das, was ich im Prinzip gerade gesagt habe. Also man muss sich die Community aufbauen. Ohne Community lässt sich keine Monetarisierung vornehmen. Insgesamt ist das, was wir sehen, um gutes Community Building zu betreiben, ist das Edutainment am besten funktioniert. Das heißt, man vermittelt Wissen, man vermittelt Inhalte und entertaint dabei eben. Man macht es auf eine unterhaltsame, spannende Art und Weise. Und das ist aktuell ein Weg zu Wachstum. User-Generated Content integrieren, eben behind the scenes haben wir gesagt. Grundsätzlich hilft es immer, als Mensch gezeigt zu werden. Also vor noch ein paar Jahren war Hochglanz-Content auf Instagram, schöne Fotos waren das Nonplusultra. Inzwischen hat es sich viel mehr dahin ausgerichtet, dass man Menschen wieder sehen will. Man möchte wieder was Echtes sehen. Ich denke, das wird mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz in Zukunft sogar noch viel mehr werden. Dann eben das Multiplattform-Ökosystem nutzen, sich nicht nur auf eine Plattform fokussieren, sondern auf verschiedenen Plattformen
auch für seine eigenen Inhalte immer wieder Werbung machen, um dort die Community aufzubauen und grundsätzlich natürlich sich auch anzuschauen, was funktioniert an Inhalten, die ich produziere und was funktioniert nicht, zu welchen Zeiten habe ich gepostet, welche Formate habe ich gepostet, mit welcher Hook habe ich mein Video angefangen, was hat die Leute zu mir gebracht, was hat mir Aufmerksamkeit generiert, das immer wieder zu überprüfen und sich zu hinterfragen, welche meiner Inhalte haben wirklich meine Community aufgebaut und welche haben ja vielleicht nicht so gut funktioniert. Und eben das, was wir schon kurz angesprochen haben, gerade jetzt sind auf sozialen Medien wiederkehrende Formate sehr, sehr interessant und sehr beliebt. Kleine Serien, es gibt da Leute, die berichten darüber, dass sie seit 365 Tagen arbeitslos sind. Also wenn ich weiß, es gibt irgendwie etwas, was ich kenne und dann schaue ich mir das einfach immer wieder gerne an. Also es kann auch sein, wie habe ich mein Kunstwerk XY ja, gestaltet oder wie habe ich eine bestimmte Hürde, eine kreative Blockade überwunden oder so. Also solche Fragen helfen weiter und dann könnte man zum Beispiel immer Tipps geben zu bestimmten Themen. Das ist sicherlich etwas, was viele Leute begeistert und was auch viele gerne sich anschauen aktuell. Und so kann man es natürlich auch schaffen, mit wiederkehrenden Inhalten sich selber eine klare Markenidentität zu geben. Genau. Was wir da am Ende noch gerne mit auf den Weg geben würden, ist, wenn man monetarisiert und man Kooperation bekommt, sollte man wirklich drauf schauen, passt das Ganze zu mir? Passt die Marke, wie wir vorhin schon gesagt haben, zu mir? Passt die Marke zu meiner Zielgruppe? Weil das kann die ganze Arbeit, die man mal reingesteckt hat, auch sehr, sehr schnell wieder zunichte machen. Passende Kooperationen schaffen es im besten Fall, dir ein langfristiges Wachstum zu generieren. Unpassende Deals bringen dir wahrscheinlich kurzfristig Geld, aber sorgen auch dafür, dass deine Community das Gefühl hat, da findet ein Ausverkauf statt oder eine Überkommerzialisierung. Von daher, sei transparent, sei authentisch und prüft das vor allen Dingen immer. Es ist sicherlich für jeden schön, wenn er das erste Mal eine bezahlte oder eine Anfrage für eine bezahlte Kooperation bekommt, aber da muss man wirklich schauen, ist das etwas, was meine Community wertschätzt oder sorgt es dafür, dass ich vielleicht auf meinem Konto ein bisschen mehr habe, aber in meiner Community einfach weniger am Ende. Dann eben habe ich schon gesagt, dass wir ganz kurz auch das Thema Recht und Ethik ansprechen. Ich denke, da ist wichtig, immer zu sagen, es gibt das Grundprinzip aus Transparenz und Fairness und klaren Kennzeichnungen. In der Schweiz ist es so, dass bezahlte Kooperationen oder wenn generell Werbung muss in den sozialen Netzwerken mit Anzeige oder Werbung am Anfang gekennzeichnet werden. Auch Produktplatzierungen, auch wenn ich die geschenkt bekommen habe, die Produkte, muss ich das kennzeichnen. Ähm, Sicherlich wichtig, dass ich auch das ganze Thema Mehrwertsteuer beachte. Also auch Schenkungen müssen ausgewiesen werden. Ich muss das angeben bei der Steuererklärung am Ende des Jahres. Also da informiert euch sicherlich mal rund um diese Themen, wenn ihr vorhabt, mit euren Inhalten Geld zu verdienen. Wenn wir über die Schweiz hinausblicken, ist es nämlich so, dass es da vielleicht noch viel, viel strengere Gesetze gibt. In Italien gibt es sehr hohe Strafen, wenn diese Werbekennzeichnung nicht eingehalten wird. In Spanien ist es ebenfalls so, Gratisprodukte müssen als Werbung gekennzeichnet werden. Und zum Beispiel in Frankreich ist es verboten, Werbung für Ultra-Fast Fashion zu machen. Also da ja, gerne mal über den Tellerrand schauen, um zu sehen, was könnte hier gegebenenfalls in der Schweiz noch auf uns zukommen und das einfach ein bisschen im Blick behalten. Ja. Und ja, last but not least haben wir das Thema Diversifikation ja schon angesprochen. Warum sollte man das tun? Natürlich, um seine Einnahmen zu stabilisieren, wenn ich nicht nur auf einen Kanal setze. Ich bin natürlich immer, wenn ich die sozialen Netzwerke nutze, für meine Monetarisierung bin ich sehr abhängig von der Plattform. Und es kann immer mal sein, es gab vor 1, 2 Jahren mal einen Instagram-Ausfall. Es kann immer sein, dass die Plattform einfach wegbricht. Aus verschiedensten Gründen. Wir haben das nicht in der Hand und wir wollen natürlich nicht, dass mit dem Wegfall einer Plattform unser komplettes Einkommen wegbricht. Das heißt natürlich, wir müssen uns da unabhängig machen und so breit aufstellen, wie es eben möglich ist. Und natürlich sind wir auch abhängig davon, wie viel Brands bereit sind zu zahlen. Gerade ganz am Anfang vom Influencer-Marketing zum Beispiel wussten viele noch nicht, was ihre Reichweite eigentlich wert ist. Also gerade große Influencer haben am Anfang mit sehr, sehr kleinen Beträgen begonnen und irgendwann hat es einen Peak erreicht, wo viel zu viel gezahlt wurde und jetzt ist es so ein bisschen wieder auf dem Rückgang, dass man sagt, hey, die Zahlen ja,
leveln sich wieder ein bisschen. Und von diesen Schwankungen ist man natürlich dann entsprechend abhängig. Also was ist gerade das, was auf Plattformen gezahlt wird für meine Inhalte? Und von dem möchten wir uns natürlich so unabhängig wie möglich machen. Hier haben wir jetzt rechts noch ein Praxisbeispiel einer Foodbloggerin, die kann natürlich auf Medium zum Beispiel ihr E-Book verkaufen, die kann auf Patreon Kochkurse verkaufen, Online-Kochkurse, Merch könnte sie über Etsy verkaufen und bestenfalls gibt es dazu noch den Substack Newsletter, wo sie vielleicht mal 1, 2, 3 Rezepte teilt oder so, um ihre Follower immer regelmäßig wieder abzudaten. Dann haben wir noch die Beispiele für einen Designer. Designer können Presets und Templates verkaufen. Das geht zum Beispiel auch sehr gut über Etsy. Auf Behance können sie Werbung machen oder sie können ihre eigenen Inhalte anbieten. Behance ist ein Tool von Adobe. Dort könnte man zum Beispiel eine gewisse Case Study hochladen und unten drunter immer sagen, hey, möchtest du das Produkt kaufen oder möchtest du mich für dein Projekt irgendwie beauftragen, dann gibt es dort auch die Möglichkeit, seine Inhalte zu zeigen oder eben auch direkt zu monetarisieren, wenn man ein bestimmtes Design verkaufen könnte. Und für eine Fotografin oder einen Fotografen sieht es so aus, da könnte man Lightroom-Presets verkaufen. Das geht auch ebenfalls gut über Etsy, Stockfotos über Adobe Stock, Envato oder andere Stock-Plattformen. Und natürlich offline oder auch gut online geht es auch, könnte man verschiedene Workshops verkaufen, bei denen man Teilnehmern zeigt, wie sie ihre Fotografie optimieren können. Und dann kommen wir zum Fazit. Was bedeutet das jetzt für euch? Finde deine Nische und Marke. Wähle dann deine passenden Plattformen strategisch. Diversifiziere deine Einnahmequellen. Informier dich über die rechtlichen Vorgaben. Schau, dass deine Community da ist. Reichweite ist sekundär, sondern wirklich die Leute, die dir über mehrere Plattformen hinweg vielleicht auch folgen, die sind das Gold, was du am Ende monetarisieren kannst. Und am Ende bleib konsistent und authentisch. Verkauf dich nicht nur für das schnelle Geld, sondern ja, schau lieber, was bringt es dir long term, dass du dir die Reichweite oder die Community aufgebaut hast. Dankeschön. Vielen Dank. Die Präsentation war sehr interessant. Wir haben eine Frage. Ja. Vielleicht haben Sie ein konkreteres Beispiel für einen Erfolg. Wie viel Umsatz wurde generiert? Das kommt wirklich, glaube ich. Ja, also wir haben Zahlen, aber das hängt wirklich immer auch vom Creator ab, würde ich sagen. Also wie gut jemand verhandeln kann, weil man die Preise am Ende selber macht, wenn man zum Beispiel Sponsored Posts macht. Natürlich gibt es aber auch fixe Zahlen, also zum Beispiel bei YouTube Ads. Es ist so, dass da je nach Nische ein bestimmter Satz gesetzt ist, was 1000 Views bringen. Der ist ziemlich niedrig, wie Sandro vorhin gesagt hat. Also der liegt teilweise bei ein paar Rappen. Entsprechend, ja, gibt es da wirklich von bis, aber ja, ich glaube, also vielleicht kannst du konkret mal sagen, was Twitch dir gebracht hat. Ich selber habe viele Sponsor-Posts auf Instagram gemacht, da spreche ich sehr gerne offen drüber. Also da gibt es Kooperationen, da waren es 4 Tage, auf denen ich für eine Tourismusdestination unterwegs war und da habe ich neben Spesen 1000 Franken für bekommen, um eine Zahl zu nennen. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich durch Twitch natürlich ein bisschen Leute kennengelernt habe und die auch Kunden gebracht haben. Und ich habe angefangen, Videos zu machen für 50 Franken, so User-Generated Content. Jetzt bin ich bei 1000 pro Video. Also ich hatte eine Anfrage für 6 Videos, wiederkehrend, also monatlich. Und sie haben mir 6000 Franken pro Monat angeboten. Konnte ich zu diesem Zeitpunkt leider nicht machen, aufgrund von Zeitstress. Aber das ist so die Benchmark, die ich jetzt habe, dass 1000 Franken pro Video sind. Wenn es etwas ist, was ich gerne mache, gehe ich auch gerne runter, wenn sie sagen, hey, geht nicht. Aber ansonsten ist das jetzt so an dem Level, wo ich bin und damit arbeiten kann. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, Super. vielleicht noch eine Frage. Wir haben verstanden, dein Twitch ist Ja. dein Lieblingssee und die Plattform, das du benutzt mehr. Aber für du, Miriam, was ist deine lieblichste Plattform und was
ist einfacher für dich? Ich glaube, es hängt wirklich von dem ab, was man macht. Ich mache Fotos und Videos und da ist natürlich für meine Zielgruppe auch, also ich bin nicht Gen Z, muss ich zugeben, ist Instagram die Plattform, auf der ich am schnellsten Reichweite generiere, am schnellsten die Community gewachsen ist und am schnellsten auch Anfragen für Kooperationen kam oder eben für Fotoaufträge für Destinationen. Also es ging immer um Tourismus, ja. Super, Also vielen wir Dank. werden noch den Schluss machen. Ja. Vielen Dank. Oh. So, also vielen Dank noch an die beiden Leute, die die Präsentation sehr gut gemacht haben. Wie ich es gesagt habe, könnt ihr nach der Schulung die Aufzeichnung wieder anschauen. Das ist auch auf unserer Webseite. Sie können einfach das QR-Code scannen. Und für dieses Jahr haben wir keine Schulungen mehr. In 2026 wird es wieder 3 Schulungen geben. Wir wissen die Daten noch nicht, aber das könnt ihr dann noch auch auf unserer Webseite finden. Und am 26. November wird es auch unsere Konferenz geben. Vielen Dank für die Teilnahme. Wir haben noch eine kleine Umfrage hier unten, wenn Sie das QR-Code scannen. Wenn Sie Ideen habt für die nächsten Schulungen, könnt ihr das Formular gerne ausfüllen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.